Hallo meine lieben Studis. Willkommen bei einer anderen Episode von Deutsch mit Dyson. Und das hier ist Mighty Languages. Lass uns gerade beginnen. Und wir kommen direkt zum Punkt. Unser heutiges Thema ist Relativsätze im Nominativ. Ein sehr einfaches Thema. Lass uns alles lernen. Heute bilden wir Relativsätze mit Relativpronomen im Nominativ. Aber was muss man denn wissen? Das Verb muss am Ende stehen. Das werden wir in den folgenden Beispielen sehen. Und Nummer 2, das Relativpronomen muss dem letzten Subjekt oder Pronomen entsprechen. Übrigens, wenn ihr dieses Video nützlich findet, bitte liken, kommentieren und mit euren Freunden teilen. Das würde mir wirklich viel helfen. So, lasst uns weitergehen. Jetzt zeige ich euch die Beispiele. Hier haben wir zwei Sätze. Der Mann heißt James. Er kommt aus England. Wenn man ein Relativpronomen benutzt, dann bekommt man den folgenden Satz. Der Mann, der aus England kommt, heißt James. Die Idee von diesem Thema ist es, dass wir wichtige Informationen in einem Satz nicht wiederholen. In diesem Fall der Mann. Also, wir benutzen ein Relativpronomen und das hier entspricht dem Subjekt der Mann. Etwas Wichtiges ist es auch, dass das konjugierte Verb ans Satzende gestellt wird. Das heißt, wir benutzen das entsprechende Relativpronomen und dann das konjugierte Verb am Ende des Satzes. Nach dem Komma kommt einfach der Rest von dem Satz und das muss dem Subjekt entsprechen. Wie hier, der Mann heißt James. Also jetzt komplett, der Mann, der aus England kommt, heißt James. Sehen wir uns andere Beispiele an. Das ist das Auto ist neu, jetzt mit einem Relativpronomen, das ist das Auto, das neu ist. Maria ist sehr intelligent, sie kommt aus Kolumbien, jetzt mit einem Relativpronomen. Maria, die aus Kolumbien kommt, ist sehr intelligent. Wir benutzen die, weil Maria feminin ist. Genauso wie hier. Wir benutzen das, weil das Auto Neutrum ist. Mit diesem Thema gibt es manchmal mehr als nur eine Möglichkeit. Man könnte auch den folgenden Satz bilden. Maria, die sehr intelligent ist, kommt aus Kolumbien. Und das war der letzte Satz. Maria, die aus Kolumbien kommt, ist sehr intelligent. Sehen wir uns die anderen Beispiele an. Die Leute sind Lehrer. Sie kommen aus Kolumbien. Die Leute, die aus Kolumbien kommen, sind Lehrer. Die Konjugation ist sehr wichtig. Die Leute ist Plural. Deswegen ist die Konjugation kommen. Die Leute kommen. Die kommen aus Kolumbien. Bitte nicht vergessen, dass die Idee vom Nominativ ein Subjekt ist. In den Kommentaren findet ihr ein Video über das Thema. Bevor wir mit den Übungen beginnen, hier findet ihr eine tolle Tabelle über das Thema. Ich hoffe, dass diese Tabelle total gut für euch ist. Hier sind die Artikel und die Relativpronomen zu sehen. Ganz praktisch, jetzt, dass wir ein paar Übungen machen werden. Aber jetzt kommt die Praxis. Die Lösungen findet ihr auf meinem Instagram. Das findet ihr in den Kommentaren nochmal. Coole Links, interessante Sachen zum Lernen und vieles mehr. Na gut, ich verlasse euch mit diesem Video und dieser Playlist zum Deutsch lernen. Vielen herzlichen Dank und ich hoffe, dass es total nützlich für euch war. Danke und bis bald.